Amen. Amen. Just a small little thought for the day. Nur ein kurzer Gedanke für den Tag heute. I was reading from this following association. Ich habe hier von diesem Text gelesen. It's the Anxiety and Depression Association of America. Also das ist von einer Vereinigung. Exciting, what was it? It's just about a depression. The Depression, association of you mean depression. economically? No, mentally. Es geht um eine mentale Depression. And the subject is exercise for stress and anxiety. Und das Thema ist hier Bewegung bei Stress. Und ja. And they make a nice little observation, which I thought was interesting. Und die machen hier eine interessante Bemerkung hier, von der ich denke, dass sie interessant ist. Which I just lost. Psychologists who have been studying how exercise relieves anxiety and depression Psychologen, die studieren, wie how exercise relieves anxiety and depression wie Bewegung der Depression entgegenwirkt, suggested a 10-minute walk may be good as a 45-minute workout at a gym. Sagen, dass ein 10-minütiger Spaziergang den gleichen Effekt haben kann wie ein 45er Training in dem Fitnessstudio. So I thought that would be an encouragement to the movement. Ich denke, dass das vielleicht eine Ermutigung für die Bewegung sein kann. Just a simple 10-minute walk can relieve depression and anxiety, which is something that many people are currently experiencing. Ein 10-minütiger Spaziergang kann Depressionen entgegenwirken und ich denke, dass das viele in der Bewegung momentan durchleben. And the thing with exercise is that it's only a temporary relief. Die Sache mit der Bewegung ist, dass es nur eine zeitlich begrenzte Erleichterung ist. So it can last only for a few hours. Das dauert nur ein paar Stunden an. So if you had 2 or 3 short walks a day, Wenn du also 2 bis 3 kurze Spaziergänge am Tag hast, particularly one in the morning and one in the evening, speziell einen am Morgen und einen am Abend, you could basically get this antidepressive effect through short bouts of exercise through the day, and it would last. dann kannst du diesen Effekt, den diese Spaziergänge erzeugen, über den ganzen Tag verteilt hin quasi erleben oder nutzen. Okay, so if we can just do some exercise, it doesn't have to be vigorous, just a nice 10-minute, not a gentle walk, but it doesn't have to be aggressive, but a nice brisk walk. Also das muss jetzt hier kein Ausdauerspaziergang sein, aber einfach ein zügiger Spaziergang. Even 10 minutes will make a big difference. Nur 10 Minuten machen schon einen großen Unterschied. Back to our subject. Zurück zu unserem Thema. We're going to look at 1863. Wir schauen uns weiterhin 1863 an. When we tried to address the question initially, Als wir ursprünglich die Frage versucht haben zu beantworten, the question was asked, or at least I'm approaching the question from the following perspective. da wurde die Frage gestellt und ich beantworte sie oder bearbeite sie nun von folgender Perspektive. Is to explain why Jesus did not come early, Warum Christus nicht zur vorgesehenen Zeit wiederkam, whatever that date was. was auch immer dieses Datum war. We know he could have come very soon after 1844, but he didn't. Wir wissen, dass er
kurz nach 1844 hätte wiederkommen können, aber das kam ja nicht. And all the quotes we read about delaying Und all die Zitate, die wir über die Verspätung oder den Verzug gelesen haben, because I didn't highlight the issue, ähm, I didn't point it out. ja, weil ich jetzt eine Thematik nicht hervorgehoben habe, I think in the minds of all of us, all of you, da ist in unseren Köpfen von allen von uns, denke ich, the delay was explained in the following fashion. das verankert, dass dass der Verzug auf folgende Art und Weise erklärt wird. If you don't come in the 1860s, Wenn er nicht in den 1860ern kam, Jesus could have come in the 1890s. dann hätte er in den 1890ern kommen können. If he's not going to come in the 1890s, Wenn er in den 1890ern nicht kommt, he's going to come in the, I don't know what to call it, the 2020s, dann wird er vielleicht in den 2020ern kommen, in our generation. in unserer Generation. That's how we conceptualized delay. So erfassen wir den Verzug. We'll put it in a simpler fashion. Sagen wir es noch einfacher. If he doesn't come in the first generation, Wenn he'll er in- come in the fourth generation. Wenn er in der ersten Generation nicht kommt, dann würde er in der vierten Generation kommen. The problem began to arise when it spoke about hastening his coming. Das Problem, das aufkam, war, als wir darüber gesprochen haben, dass wir sein Kommen beschleunigen können. For me, in my thinking, it's not so easy to explain that one. In meinem Denken ist das jetzt nicht so einfach zu erklären. Especially because it challenges this model that we have between the prophetic and the moral. Weil es nämlich das Modell oder diese Beziehung zwischen Prophetie und Moral oder herausfordert. We read two quotes. Wir haben zwei Zitate gelesen. One was from the Desire of Ages, Eins war vom Leben Jesu and the other was from Testimonies to the Church, Volume 8, und 8T. das andere war vom 8. Band der Zeugnisse. The Desire of Ages quote Das Zitat vom Leben Jesu just said that we have power to hasten the coming. sagt lediglich aus, dass wir die Macht haben, sein Kommen zu beschleunigen. The second quote Das zweite Zitat, is actually, the second passage is quoting from 2 Peter chapter 3. da tut der zweite Abschnitt 2. Petrus 3 zitieren. So the homework was to look at 2 Peter chapter 3 and see how we could understand that. Die Hausaufgabe war nun, 2. Petrus 3 anzuschauen und zu sehen, wie wir das verstehen. We had a problem passage. Wir haben hier eine Problempassage. Which one was that, Sister Sue Ellen? Welche war das denn? The one that I said, oh, this causes you some difficulty. Zumindest eine, von der du gesagt hast, dass sie Schwierigkeiten verursacht. Leben Jesus, Seite 32. EV. The evangelism quotes, Right, there's one that was. the, eva- Oh, the, go ahead. the evangelism quotes Die Zitate aus der Evangelisation are the ones we're dealing with. sind die Zitate, mit denen wir uns beschäftigen. We read two Wir haben zwei daraus gelesen. that says we can hasten Christ's return. Dort haben wir zwei Abschnitte gelesen, die sagen, wir können Gottes Wiederkommen oder Jesu Wiederkommen beschleunigen. Second Advent. Also ja. Then I read a quote from Desire of Ages, page 32, Dann habe ich ein Zitat von Leben Jesu auf Seite 32 gelesen, which seemed to contradict that position. das nun den Anschein gibt, dass es der anderen Aussage widerspricht. The Desire of Ages quote, page 32, Das Zitat aus Leben Jesu, Seite 32, Sister Shemaine, sorry, did I get it wrong? Page 32? Yeah. What chapter is that, Sister Shemaine? welches Kapitel ist das, Shimen? No, I don't remember the chapter Sister Catherine? by heart. I don't know. Chapter 3. You looking or Kapitel 3. from memory? Yeah. Chapter 3.
That said, the first advent, the date for that time period could not be changed. It was in God's appointed time. Dort heißt es, dass das Datum oder die Zeit für Jesu erste Ankunft nicht verändert werden konnte. Es war fix. The chapter title was actually called "The Fullness of the Time." Und die Kapitelüberschrift lautet die Fülle der Zeit. Quoting which Bible verse? Welcher Bibelvers ist das? Remember, Sister Shmaine? No, you asked twice for it. I don't know. Galatians Galater? I don't know. I've got no memory. 4:4. Galater 4, Did I Vers 4. answer? Galatians chapter 4, verse 4. When the fullness of the time was come, Wenn die Zeit erfüllt war, okay? Oh, yeah. ja, Oh, sorry, I thought it for you. we struggled with was the one that said God's purposes know no haste and no delay. Which das andere Problem, was wir hatten, war hier das Zitat Seite 32, dass Gottes Sinn und Zweck keine Beschleunigung und keinen Verzug kennen. Yeah. That is the passage from page 32. Yeah, Yeah. you said the other one. Yeah. I thought you meant another one. well, it doesn't say that we have the power. It was referring to God's purposes. Yes. Yeah. Also es bezieht sich jetzt hier auf die Sinne und Zwecke von Gott und nicht mehr, und es sagt, handelt nicht direkt von uns. So this sentence tells us that we don't have any power. Dieser Satz sagt uns, dass wir keine Macht besitzen. Sorry? Fix the other things we Yes. were reading. Das steht ja im Widerspruch zu den anderen Zitaten, die wir gelesen haben. So if we go to 2 Peter chapter 3, Gehen wir nun zu 2. Petrus 3, Vers 12. okay, so this is just a brief comment or an observation. Das ist jetzt hier lediglich ein oberflächlicher Kommentar oder Beobachtung. I'm pretty sure that we're going to end up looking at the word hasting and looking at the Greek word and looking at the definition. That's where we're going to head. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende es darauf rausgeht, dass wir uns das Wort beschleunigen anschauen. Wir schauen uns eine Definition oder das griechische Wort an. This is where Sister Kathy wanted to take us. Da möchte uns auch Kathy hinbringen. So it's straightforward. You can easily see it. What's the coding, Sister Catherine? Was ist denn hier die Strongs-Nummer für? No, Sister Suellen, what's the coding? 692. Good. Shadow? So we can look at the coding, look at the Greek word, and it's all simple and straightforward. Also wir können uns hier das Wort anschauen, wir können uns die Strongs-Nummer anschauen und dann erkennen, dass das hier alles einfach und gerade heraus ist. Sister Kathy, how many times is that word used in the Bible? Without looking. Did you Wie already find häufig it? wird dieses Can make a Wort note of that. benutzt in der Bibel? Sister Shemaine, do you have all of this software available? Yeah, I tried to find it. Tell me how many H- times. 692. So, G in New Oh, Testament. J, yeah. J 4692. How many matches? I don't know. You don't know how to do it? What software are you using? Eastward. eSword. I just dial J4692 and I have the meaning. Because you're in Strong, you need to go to the Bible to do that.
You do a Bible search of KJV plus. You will show me later. Are you able to do that, Brother John? Mhm, 6 times. J'ai Okay, can you just walk Shemaine how to do that? Oh, okay. You I just go find to it. the- Okay, I find it. I find Good. it. You got 6 hits? I've got matches? six matches and Good. 6 verses. So the problem with doing this Das Problem, das wir haben, wenn wir hier sowas machen, is that when you go to either Thayer's or Strong's, egal ob du jetzt zu Theos oder Strongs gehst, you got the coding 4692, du hast jetzt hier die Strongs-Nummer and you would think that that word is the identical word in those 6 passages. und jetzt glaubst du, dass dieses Wort in allen 6 Versen gleich ist. And that is not necessarily true. Und das ist jetzt nicht notwendigerweise richtig so. It can mean slightly different things. Es kann eine leicht unterschiedliche Bedeutung annehmen. So these lexicons are very basic. They just give you a basic definition. Diese Lexika sind hier nur sehr grundlegend und sie geben dir auch nur eine grundlegende Bedeutung. So in each passage, it can have a slightly different connotation. Und jeder Bibelvers oder das Wort in diesem Bibelvers kann eine leicht andere Bedeutung haben. It doesn't always have the same. The meaning is broadly the same, but it can have these nuances in its various usages. Die Bedeutung ist natürlich die gleiche, aber trotzdem kann es leichte Nuancen mit leichten unterschiedlichen Bedeutungen geben. Are we okay with that? Ist das für jeden okay? If you actually were to go into the Greek Wenn wir zum Griechischen gehen and you looked at the Greek word, they're slightly different. und du dir das griechische Wort anschaust, dann gibt es da kleine Unterschiede. Now, this word is a relatively simple one to deal with because it's only 6 matches. Das ist Other ones can be more complex. Das ist nun ein leichtes Wort, weil es nur 6 Mal vorkommt. Andere sind da schwieriger. So where do you see now the difference? No, I'm just telling you that you can't see it in Strong's Okay. or Thayer's or Brown Drivers. You can't see that difference. But if you went into a Greek Bible, you'd actually, if you found the word, you'll see it's a slightly different word. Okay, because of feminine or masculine. Yeah, it can be and- feminine, masculine. It can be a verb or an adverb or a noun. It can have these different parts of grammar, Mhm. and that would change slightly how you would view this word. Also das Wort kann entweder feminin oder maskulin sein. Es kann einen grammatikalischen Zusatz haben. All das gibt uns jetzt eSword hier nicht, aber das kann die Bedeutung des Wortes leicht verändern. There are a few Bibles which are called literal Bibles. Es gibt ein paar Bibeln, die Interlinearbibeln genannt werden. An interlinear may work depending on how literal it is. Okay, so it's not a literal Bible, it's not an interlinear No. Bible. Oh, okay, sorry. Also eine buchstäbliche Bibel, aber da gibt es einen Unterschied zu einer Interlinearbibel. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. If it was done really well, it would be. Wenn es gut gemacht ist, dann kann das funktionieren. The problem is the more literal you get, Das Problem ist nur, je buchstäblicher du wirst, the more complex it is to actually read what the intent was. umso schwieriger wird es dann zu lesen, was die ursprüngliche Absicht war. And so then the Bible actually becomes unmanageable, unreadable. Und dann wird die Bibel eigentlich unlesbar. Du kannst nichts mehr mit ihr anfangen. So you would think that you want the most literal Bible, but often if you did that, it's not helpful. Man könnte meinen, dass man die ursprünglichste Form oder ursprünglich die möglichst buchstäbliche Form haben will, aber weil man denkt, dass das am meisten hilft, aber dem ist nicht unbedingt so. So, as I say, some Bibles do a better job than others. Wie ich sagte, manche Bibeln sind hier besser als andere. So
So you have a. Does anybody know what an interlinear Bible is? Weiß jeder von euch, was eine Interlinearbibel ist? Can you put the mic in front of you? If you just rotate the mic so it's in front, pointing towards you. Ja. Ist eine Interlinearbibel das, wo das Griechische mit der Englischen verglichen wird? So normally what they would do is they'd get the Bible in its original language, Also was sie normalerweise machen, ist, dass sie die Bibel in ihrer ursprünglichen Sprache heranziehen. in this situation it would be the Greek, Für unseren Vers hier wäre es das Griechische. and they would put the English equivalent underneath it. Und das englische oder deutsche Äquivalent kommt dann unter das Griechische. And the first problem you'll see, Und das erste Problem, das du erkennen wirst, which this will come out badly, which many Europeans observe, oder was viele Europäer nun feststellen, is that the English language for them, ist, dass die englische Sprache für sie, just simplistically, is backward. jetzt sage ich das einfach ist verdreht, also rückwärts aufgebaut. So is that just a fair representation to make it really simple? We just speak backwards compared to, when I say we, English people speak backwards compared to most European languages. Also, um das nochmal verdeutlicht zu sagen, wir, die Englisch-Muttersprachler, sprechen im Vergleich zu anderen europäischen Sprachen rückwärts. We just, yeah, is that simple? Hebrew is, you have similar problems in the Hebrew. Ähnliche Probleme gibt es im Hebräischen. So when you begin to write an English Bible, Wenn du nun anfängst, eine hebräische Bibel zu schreiben, not only do you have to get the words correct, dann kannst du nicht nur dann musst du nicht nur die Worte richtig stellen, you have to completely restructure the sentence. sondern du musst komplett den Vers neu strukturieren. And you might think that's just putting words in different orders, but it's not that straightforward. Und du magst jetzt vielleicht denken, dass das einfach nur bedeutet, Wörter in eine andere Reihenfolge zu bringen, aber so einfach ist es nicht. In a school such as this, where we've got people from different who speak different languages, In einer Schule wie hier, wo man Leute hat, die unterschiedliche Sprachen sprechen, if you're an English speaker, you know when they speak in English, sometimes not just the order is wrong, but the nuance or the emphasis all gets out of sync. dann It's weißt misplaced. du als Muttersprachler manchmal, dass diese anderen Leute, die deine Sprache sprechen, die Satzstellung etwas anders haben oder die Betonung etwas anderes und manche Dinge da einfach anders halt sind. So you've got to remember, this is all in the other direction. The original language Jetzt, is, we'll call it the right way, jetzt denkt aber daran, dass wir hier alles verdreht haben, die in der Original Language yes, ist. is right. Also die Art der ursprünglichen Sprache ist When richtig. you put it into English, you have to manipulate and twist it all around. Wenn du das jetzt im Englischen machst, dann musst du das Englische komplett verdrehen. And it's easy to make mistakes. Und dabei kann man natürlich sehr einfach Fehler machen. And that's not just in the word, Und das ist nicht nur das Problem mit den it's Wörtern, also in the structure of the sentence. sondern auch in der Struktur der Sätze. Because to make it work, you have to add words. Denn um das zum Funktionieren zu bringen, musst du Wörter addieren. So the main point I wanted us to remember, Den wichtigsten Punkt, den ich wollte, an den wir uns erinnern, there's not much you can do about it da gibt es jetzt nicht viel hier, was man hier tun kann, unless you were prepared to either study these ancient languages or buy a good piece of software. Solltest du, oder du hast, can you repeat that? Either you do a course in these languages, Also entweder hast du diese Sprachen studiert, or you buy a good piece of software, oder du kaufst ein gutes Programm or you buy a book oder ein gutes Buch, that has a more detailed dictionary. I'll just call it a more detailed dictionary that goes from one language to another. das ein vertieftes Wörterbuch hat für zwei Sprachen. But Strong's, Thayer's, Brown Driver Briggs do not meet that criteria. Aber Strongs, Thayer und Brown Drivers Briggs, die qualifizieren sich hier nicht dafür. Okay. So we're in 2 Peter chapter 3 verse 12.
2. Petrus 3, Vers 12. In fact, we should have all read the chapter, hopefully. Ich hoffe, dass wir alle das Kapitel gelesen haben. The chapter is, I think, in two parts, Das Kapitel ist, glaube ich, in 2 Teilen. depending on how you break it up. If you went to your study Bibles, it's broken up into 4 parts, I believe. Also in der Studienbibel ist es vielleicht in 4 Teile unterteilt. So different Bibles break it up differently. Unterschiedliche Bibeln unterteilen das Kapitel hier unterschiedlich. So I'm just going to break it up into 2 parts. Ich werde es jetzt hier einfach in 2 Teile unterteilen. Second part Der zweite Teil is verse 14 to 18. sind die Verse 14 bis 18. These are Paul's parting words. Parting means when he leaves. Yeah, Das finishing. sind die Abschiedswörter von Paulus. And the reason I would split it this way, Der Grund, warum ich das nun so sage, verse 14 says, because of this, weil in Vers 14 heißt es, kommt das Wort darum vor. because of all of what I've said, this is what kind of person you should be: diligent, spotless, without blemish. Also mit meinen Worten jetzt hier, weil ich das alles gesagt habe, solltet ihr nun eifrig, bemüht, unbefleckt und tadellos sein. Section 1 is verse 1 to verse 13. Und Unterteilung 1 wäre Vers 1 bis 13. And the subject is Das Thema dabei the day of the Lord. ist der Tag des Herrn. If you had a study Bible, what does it say for that section? Wenn du eine Studienbibel hast, wie ist die da überschrieben, die erste erste Or Abschnitt? the chapter? We'll call Oder it. das ganze Kapitel? Das Versprechen seines Kommens. Anyone else have something else? Could you speak a little bit louder and slower? Jesu zweites Kommen und Vorbereitung. Ja, Christ's sein. second coming Ja. and the preparation Und die Vorbereitung for that coming. für sein Kommen. Sei vorbereitet für Jesu Wiederkunft. So the subject is the second advent. Das Kommen ist, die Thematik ist das zweite Kommen. And Ellen White says in the passage that we read from Testament Church Volume 8, what is the subject matter? Und Ellen White in 8t sagt in ihren Schriften, was ist da die Thematik? What's the thing? Was geht es da in ihren Schriften? Not a trick question, just simple. Das ist keine Fangfrage. Second advent. Es geht um die Wiederkunft. No application, no twisting things. It's just parity. Straight second advent quote, straight second advent discussion. Or comment. Da geht es hier um keine Anwendung, nichts. Einfach nur einfaches Lesen, ein einfaches Aussage über die Wiederkunft und noch eine einfache Aussage über die Wiederkunft. Verses 1 and 2. Verse 1 und 2. Why is Peter writing? Warum schreibt Petrus hier? Sister Cassie, why is he writing? Warum schreibt der Kathy? Make you remember what the prophets have written. Zur Erinnerung an das, was die Propheten geschrieben haben. What did she say? Ask her. Katrina, could you please repeat, please? To remind and to bring to remember to remind you of the prophets' words. Um dich an What die the Worte prophets der have written. um dich an die Worte der Propheten zu erinnern, was die geschrieben haben. I was just reading it. I thought this looks funny. And I was having a different Bible version. I think it didn't make any sense.
Anyone else? Why is he writing to them? Verse 1 and 2. Warum schreibt er? Nobody? Er erinnert sie an das, was sie bereits wissen. Are we okay with that? He's reminding them of what they've already been taught. Er erinnert sie an das, was sie bereits gelehrt worden sind. So they already know all of this information. He's just reminding them of this. Sie kennen das bereits alles, er erinnert sie nur daran. Jog their memory. What? He wants to jog their memory. Yeah, he's just going to say he wants to remind them of what they already know. Yeah. In both, so there are two things. Das heißt ja auch in beiden, also es gibt zwei Dinge hier. Second epistle, beloved, I write unto you in both which I stir up your pride. I thought that's how I read it. But anyway, they would be the holy prophets that they know, that they already know, and also the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. So I took it as being the prophets that they already know and the apostles of Jesus, what they're teaching them. What are you reading that both to me? There are two things. What are the two things? The prophets that they already know, and the apostles of Jesus that has this information that's Okay. more current. So we're in verse 3. In Vers 3, So he begins to explain that there are these people who are going to disregard what their message is. da gibt es nun die Leute, die die Botschaft außer Acht lassen, die ihre sein sollte. Tells you why. Es sagte dann auch warum. Verse 4 tells you what they will actually say. Vers 4 sagt ihr nun, was ihre Argumente sind. Verse 5 tells you why. Vers 5 auch noch warum. They're willingly ignorant. Sie sind willentlich oder absichtlich ignorant. Verse 6 speaks about the destruction of the world the first time. Vers 6 spricht über die Zerstörung am Anfang. Verse 7 says that this planet is going to be destroyed a second time. Vers 7 sagt er nun, dass dieser Planet ein zweites Mal zerstört werden wird. First time by water, second time by fire. Das erste Mal durch Wasser und das zweite Mal durch Feuer. Verse 8. Vers 8. What is that talking about? But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wie Gott die Zeit interpretiert. And how's that? You're going to say one day is 1,000 years? Wie meinst du das? Sagst du jetzt, ein Tag sind 1000 Jahre? Er macht hier einen Vergleich. So tell me what you think he means. Was denkst du, was er hier sagen will? Literally as 1,000 and 1,000 as a 1 day, so that means it could be quick or long. Also ein Tag kann hier 1000 Jahre sein oder 1000 Jahre ein Tag. Er kann lang oder kurz sein. I think you have to read this in connection with verse 9, because at least in my German Bible it says the Lord doesn't delay. So I think this verse 8 explains what delay means. What does it mean? That what is for us 1,000 years, so a very long time, is for God pretty short. And what
for God is really long, can be for us pretty short. So basically, we cannot explain with our way of thinking in time God's timing. Okay. Sister Kathy, you had your hand up, or? Back to verse 4. Ich sehe Vers 8, dass es zurück geht auf Vers 4. To the mockers who are saying, "Where's the Lord? Nothing's changed since creation." Wo es heißt, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Es hat sich seit der Schöpfung nichts verändert. So it's man's version of time and God's version of time. Es gibt hier die Version von Gott und die Zeit und und die Auslegung der menschlichen Zeit. Okay, so that's similar to what Brother Jonathan said, I think. Okay, ich denke, dass das ähnlich ist, was Jonathan gesagt hat. Anyone else? So basically, when God speaks about something that he's going to do, Also grundlegend gesagt, wenn Gott darüber spricht, was er tun wird, the way he thinks about time is not the way we think about it. die Art, wie er über die Zeit denkt, ist nicht dieselbe Art, wie wir über die Zeit denken. And he can say something's going to happen tomorrow, Er kann sagen, dass morgen etwas geschehen wird and tomorrow could be 1,000 years. und morgen kann nun 1000 Jahre lang sein. So even though he talks about the shortness of time, Und selbst wenn er über einen kurzen Zeitabschnitt redet, we have to try to get into the mind of God to understand what that means. müssen wir uns trotzdem versuchen, in Gottes Gedankenwelt hineinzuversetzen Verse 9. und herauskriegen, was es bedeutet. Vers 9. Verse 9. Because it takes longer than you think, Da es nun länger dauert, wie du denkst, we're inclined to think dann sind wir geneigt zu denken, that God's promises, or God has broken his promise. dass Gott seine Verheißungen gebrochen hat. But he doesn't. Aber das hat er nicht. It talks about God is long suffering so that we would not perish. Ellen White's referred to that concept before. Also Ellen White hat sich auf dieses Konzept schon zuvor bezogen, wo sie gesagt hat, dass er sein Kommen verzögert hat, damit niemand zerstört wird. Verse 10. Vers 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. So what's that supposed to mean? Was soll das hier bedeuten? Sorry? Imprevisible for the one who doesn't watch. We can't perceive it. Is that what you said? You said imperceivable. No, imprevisible. I don't know if it's English. Invisible? You cannot predict. You cannot. He surprise you. It's let me Perceive. Are you find. picking up? Is it the word perceive that you mean? No, I okay, you try to find it. find. Also der Tag kann überraschend sein. Unpredictable, or yeah, unpredictable. Sure. Because he surprise you. A thief surprise you. Also überrascht dich damit, der Tag ist nicht vorhersehbar. So when God says it's going to be soon, Wenn Gott sagt, dass es bald sein wird, we don't know what soon really means. dann wissen wir nun nicht, was bald wirklich bedeutet. And therefore we mustn't think that his promises have failed. Und deswegen dürfen wir nicht denken, dass seine Verheißungen fehlliefen, It says he's long suffering. sondern es heißt, durch seine Langmut He doesn't want people to perish. möchte er nicht, dass Menschen vergehen. And then he says he will come like a thief in the night, which means he comes as a surprise. People are not expecting him. Und dann heißt es aber auch, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt, was bedeutet, dass Menschen ihn nicht erwarten. Verse 11. Vers 11. Seeing that
all of these things are going to be destroyed, how should we behave? Wenn wir nun sehen, wie das alles zerstört wird, da stellt sich die Frage, wie sollten wir uns verhalten? What manner of persons should you be in your conversation? Welche Art von Person solltet ihr in euren Unterhaltungen sein And in your relationship to God. und in eurer Beziehung zu Gott? Then in verse 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God. Vers 12, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. So it's that phrase that we're interested in. Das ist nun dieser Ausdruck, an dem wir interessiert sind. Ellen White's going to say, Ellen White sagt, if we actually go to the passage, lass uns doch mal zu dem Abschnitt gehen. she's going to turn it to hasten. Sie sagt hier, what passage are you going to? 8T, 695, paragraph 5. 696, paragraph 5. Achtes Band der Zeugnisse, 696, Absatz 5. Doesn't exist, 696, paragraph 5. Evie. EV 696. That works better. Also Evangelisation, Seite 696, Absatz 5. So it says, but to hasten. Dort heißt es, den Tag zu beschleunigen. And in the King James, it says hasting. Im So it just, The King it James. just changes the word slightly. heißt es auch beschleunigen, nur leicht verändert. So if you go to the Greek, Wenn du nun zu dem Griechischen gehst, what does that word hasting mean? was bedeutet da dieses Wort beschleunigen? So, I have a margin, but the way how it's written in the verse, it just says you run to that day, and then the margin says, or you make the day come faster. So we too have a marginal reading. Also wir haben auch eine Fußnote hier. So my marginal reading says hasting the coming. Meine Fußnote sagt hier, das Kommen beschleunigen. So just going to change it because it says in English hasting unto the coming, and the marginal reading says hasting the coming. Also der Text sagt, dem Tag quasi entgegeneilen, und die Fußnote sagt, das Kommen zu beschleunigen. And yours says, I think the same. The verse says that you go faster, or that you go fast to the coming, and the marginal reading says that you fasten the coming. Is that understandable? yes. So the marginal reading says you make the event happen quicker. Yep. Is that right? Yep. And the actual Coming quicker, yeah, it was here, and you want it to come earlier. close. Yeah, Yeah. earlier. Yeah. So you So want- you so do something earlier. and it comes closer. So the marginal reading is earlier, Mhm. but the Bible reading says you run faster. Exactly. So, Also der Bibelvers, I just translated, der Bibelvers sagt quasi im Bild gesprochen, du rennst schneller dem Ereignis entgegen, und die Fußnote sagt hier, das Ereignis kommt schneller auf dich zu. so I'm going to say, Ich sage nun, first of all, the way the King James is written is not easy to read. das Erste, was ich sage, ist, so wie die King James geschrieben ist es nicht einfach, sie zu verstehen. Does everybody have a marginal reading? Hat von euch jeder diese Fußnote? On if you have a hard copy Bible, it should be in there. Also wenn du You eine have your hard copy. You have a eine printed Buch Bible. hast, solltest du da eine It will have it. It should have it in there. Fußnote drin haben.
Okay, yeah. So if you have one of these ones, Also wenn du so eine Bibel hast, doesn't have marginal die hat in der Tat keine Fußnoten. references. Do you have it yours or do you have the same Bible? Okay, so in sure, which Bible have you got? So this one Also in dieser Bibel hier, does have it, die hat Fußnoten. and the one that Sister Catherine has, is that which one's that you have? And my one does too. So some do and some don't. Manche haben eine und manche haben also keine Fußnote. The King James says, hasting unto the coming, Die King James Bibel sagt im Vers, dem Kommen entgegeneilen. and the marginal reading says what? Und die Fußnote sagt was? So it takes out the word unto. Also dieses Wort entgegen wird ausgelassen. And I'm going to guess in the English, for most of us, that doesn't make much sense. There doesn't seem to be much difference. Und it doesn't make sense or there's no difference between It them? does, yeah, that's what I'm saying. It doesn't seem to be much difference between them. Also für uns Muttersprachler im Englischen macht jetzt hier die unterschiedliche Schreibweise nicht wirklich einen Unterschied. Okay, so we're going to rely upon your ability to translate the German. Also wir stützen uns jetzt auf deine Fähigkeit, das Deutsche ins Englische zu übersetzen. So this is the Bible, Der obere hier ist die Bibel and this is the marginal. und das Reading. wäre hier die Fußnote. And so if you read the marginal, I presume it's going to be in German. Mhm. So if you read that in German, Also wenn ich hier die Fußnote in Deutsch lese, also im Deutschen heißt es andere Übersetzung und beschleunigt. Also anstatt entgegeneilt, beschleunigen. so that's the marginal reading. Yeah. Tell us what that means in English. It means that you make the event coming faster to you. So in the English, you're going to make the event earlier than it was. Yep. So I'm hoping all the German readers Ich hoffe, dass, agree with that English definition. ich hoffe, dass all die deutschen Leser mit dieser Definition übereinstimmen. So that's the English. In the German, it says, so this is obviously a paraphrase. Das ist natürlich jetzt hier nur eine Zusammenfassung, aber neben dem Strich, das ist die deutsche Fassung. Make the event, Come faster or earlier. yeah. So I'm going to use the word earlier. Also ich nutze jetzt hier das Wort früher. So everybody understands what that means. in the Versteht jeder, English. was das bedeutet Yeah. im Englischen? So do you have the same German Bible? Would you agree with that? You don't have marginal readings. Okay. So we're going to go with that. Also wir haben jetzt hier keinen Vergleich, aber wir gehen jetzt mal damit. And I'm saying, Und I ich think most sage- of us would agree, Ich glaube, wir beide würden übereinstimmen. that means that. Hasting the coming. Means what? They mean the same thing. Hasting the coming means make the event Ah. come earlier. Okay, und ich würde jetzt sagen, dass diese beiden hier das Gleiche bedeuten. Mistake. Like, Ich verstehe den I Fehler hier never nicht said im there's any Vers. mistake. Ich okay, habe yeah, nicht gesagt, but dass es irgendeinen Fehler gibt. we say make the event come earlier, but how? Because you said we should agree with the version from German. No, I didn't say that. What I said was, Also was ich gesagt habe, in the German, they've got the Bible and they've got a marginal reading. in der deutschen Bibel gibt es einen Bibelvers und dazu noch eine Fußnote. We've only got one person who can read German who has that marginal reading. Wir haben jetzt hier nur leider nur eine Person, die hier Deutsch lesen kann und auch eine Fußnote in der Bibel hat. So I asked Brother Jonathan to actually read that in German. Und deswegen habe ich gefragt, ob er das in Deutsch lesen kann.
And then I said, you have to translate it. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss es auch noch übersetzen. And I said, he's the only one that was translating Und it. er war der Einzige, der das ja übersetzt. So if you read it in German Also wenn du es in Deutsch liest and you tell me if you agree with und dann this translation, dann sag mir, ob du mit dieser Übersetzung übereinstimmst. So I'm reading the marginal. read the margin, you Also tell me if you agree Die with this Fußnote translation. jetzt, the whole verse. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Yeah, so that means that. In your marginal reading, you just don't have the phrase, you have the whole verse. No, I just have the phrase, but to get the context, I So read just give us the phrase. the phrase is, also nur die Übersetzung ist und beschleunigt. Und starts with und. Beschleunigt. Just the Just the the- verb is beschleunigen. That's all it has? Yeah. Yeah. Because all I have is hasting the coming. That's what I put. So you tell me what it says in the German, just the little phrase. Make faster. Make faster. Okay, so you did. But I have this little sign here, and you have to read this in the you have to read the whole verse. So we have to do the same as well. Because it gives it a different meaning to the verse. So we have to do the same as well. We have to take that hasting the coming and put it back into the verse, erase this, and substitute it with this. So we have to do the same thing. Okay, so it just changes one word, So does ours. okay, but this gives the whole sentence a different meaning. And So does ours. okay, But the reason why I'm pushing it is because what you've done is made a conclusion of what you've read as opposed to just saying what it means. Because in the English, this and this, for most English readers, doesn't make a difference. but if I just substitute this one word, this comes out. That's why I'm saying it really gives it a different meaning. If I Okay. just substitute one word. So tell us what a literal translation of this said. Just the phrase, not the whole sentence. Just let me check this, that I have the correct English word. Do you know? So the marginal reading says to speed, to accelerate, to advance, to quicken. That's the marginal reading. Just means to quicken. Beschleunigen. Yeah? And the Bible says Okay, so that just says to quicken, and And the Bible passage says what? hasten. What does hasten mean? In German, or That was it. that's Well- what the Bible says. Hey, hasten to meet. Okay, it's a. What's the German word? Entgegeneilen. Okay, and that means because most people wouldn't use the word hasten in it. It means that you run to the event, and the other thing means the event comes faster to you. Okay. No, he's given the two versions. Okay, so I think the problem is you're stuck in the same way as we are. You've just got these words, and we have to try and understand what they mean. No, I understand the meaning. Yeah, I hadn't finished my point. And the difficulty that we face in the English is that in the King James, it's not that clear cut between what that would mean and what that would mean. Also im Englischen gibt es hier nicht eine klare Trennung, was der Bibelvers bedeutet und was die Fußnote bedeutet. And I'm going to guess Und ich nehme jetzt an, if we had a Portuguese or a Spanish Bible, wenn wir jetzt hier eine portugiesische oder spanische Bibel hätten, it would do the same thing dann that würden the wir, German is doing. würden wir genau das Gleiche machen, wie was hier die deutsche Bibel macht. They seem a lot clearer than the English. Sie scheinen hier viel deutlicher zu sein als die englische Bibel. I'm saying this sensibly. It's not that they're cleverer than us Ich sage jetzt nicht, dass diese Bibeln schlauer sind wie unsere or that these other languages know grammar better than us. oder dass diese anderen Sprachen jetzt die Grammatik besser verstehen wie die Englisch sprechenden. I think it's just a lot clearer than it is with the way this language is laid out. Aber ich denke einfach, dass es
deutlicher ist, als wie unsere Sprache es And the problem that we rüberbringt. face in the English Das Problem, was wir im Englischen nun ins Auge schauen müssen, is if we went to a different Bible version, ist, wenn wir zu einer anderen Bibelversion gehen, they all tend to be paraphrases. dann neigen sie dazu, dass das alles nur ja, Zusammenfassungen oder sind. Problem with the paraphrase, Das Problem mit so einer it will Zusammenfassung always reinforce a ist, preconceived idea. ist, dass es immer eine vorgefasste Meinung nochmal verstärkt. They're not objective. Sie sind nicht objektiv. Okay, so give us the German for the Bible, please. Schlachter. SC. No, sorry, I meant what the Bible says. The verse? Yeah, just this bit, this bit of the verse. You make the event come to you. No, that's that one. Sorry, yeah, that's the other one. No, you run to the event. Sorry. I'm going to put fixed event. It doesn't say that, but I've added this. So I put it in quotation marks because that's what the inference is. So can you, I don't know if you have to read the whole verse. Do you have the same Bible? Me too. So you tell me what it says. Me? Yeah. Where? Does it say that? We run to the fixed event. Think so? Yes? Okay. So we've got two people Also wir haben jetzt hier zwei Leute, who are agreeing on that. die hier übereinstimmen. So what we could do is we say we trust the German Was wir jetzt nun machen könnten, ist, wir könnten sagen, wir vertrauen den Deutschen. one, Das wäre die eine Sache. then we trust the interpretation two, Und dann vertrauen wir auch noch der Interpretation hier. and then we say, can we see that here? Und dann können wir uns fragen, ob wir das hier im Englischen sehen. For the marginal reading, I think they're the same. Also die Lesung der Art der Fußnote, denke ich, ist das gleiche. If I said hasting the coming, Wenn ich sage, das Event beschleunigen, that means make the coming quicker, das bedeutet, dass das Kommen kommt schneller, sooner, bälder. which is what that says. Make it come earlier. Und das ist das, was es hier sagt, dass es früher kommt. So I think that agrees. Ich glaube, das stimmt überein. And then we're faced with, what does it mean hasting unto the coming? Okay, und dann ist die Frage noch, was bedeutet hier dem Kommen entgegenzueilen? So this is this word here that becomes problematic, Dieses Wort hier wird nun problematisch. and the difficulty you're going to face Und das Problem, die Schwierigkeit, die du hier ins Auge schaust, is this unto. ist dieses Wort unto. Why is that going to cause you a problem? Warum ist das denn ein Problem für dich? Louder, sorry. Es ist nicht im Griechischen. We've got 3588 Wir haben hier den G. Code 3888. Are you there? G3588. Es ist G3588. Are you there, Sister Shimei? How did you get you managed to find G6492 for Hastings? Good. If you go over to 3588, it will just say the definite article, the. Also das steht hier für den bestimmten Artikel. No, don't tell her. You go in the verse and find it. You find it in the verse. Also den Referenzpunkt findest du im Vers. Because we want to make sure you know how to use the software. Ich möchte nämlich sicherstellen, dass du weißt, wie du die Software Because nutzt. you're just going to Strong's and punching the number in. Sonst gehst du einfach nur zu Strongs und gibst die Nummer ein. You need to switch out of King James to go to King James Plus.
Du musst aus der King James herausgehen und zu King James Plus gehen in dem ESOD. Are you there? Okay, good. So this is the definite article. So what we're going to see is that unto is missing. Was ihr nun feststellt, ist, dass dieses Wort unto fehlt. Are we okay? Yes. Okay, so you don't want to be in KJC, which is the concordance. What we want to be is in either Strong's. Yes. Is it at the bottom of this one? Okay, yeah. But this, So we've gone with Thayer's definition, which is the definite article, just the word the. Strong's will do the same. It just means ho or he. It says the definite article, the, sometimes to be supplied at others omitted in the English idiom. The, this, that, both are the same. so this coding refers to the article and not to the word unto. Yes. Who's struggling with what we're doing so far? Also wer hat jetzt hier Probleme mit dem, was wir so bisher hier getan haben? Word. What we're doing is we're going to KJV plus. Also wir gehen hier zu dieser Bibel in ESOD, die heißt KJV Plus. When you do that, you're going from one language to another. Dann springst du hier, änderst du hier auch die Sprache. So if we're in verse 12, Sind wir in 2. Petrus 3, Vers 12. and if we go to the looking for and hasting unto the, we'll stop there. Also wir looking for and hasting unto the, da stoppen wir den Vers. How many English words is that? Wie viele englische Wörter sind das? 6. 6 English words. Can you see that, sister? Das sind 6 englische Wörter. Erkennt ihr das? In English. Im Verse Englischen. 12, there are 6 English words. I'll count them. Looking for and hasting unto the. 6 words. Sister Catherine, how many Greek words are there? Wie viele griechische Wörter gibt es da? 4. 4. Sister Suellen, you confused? You need to come back out of that. You go back into the Bible. So I think you can just press done. So if you're back into the verse, and it says in English, looking for and hasting unto the. 6 words. That's fine. I'm just going for those 6 words. 6 English words? Uh-huh. How many Greek words did it take to do that? 1, 2, 3, 4. And it took 4 Greek words to produce 6 English words. So Short question. Are you sure it's only 4 Greek word, or is ESOD just not capable to give us a definition of unto? Because you said there are better dictionaries who give you really every word. I'm going to say there on the phones there are some cheaper, not as good quality Bibles. I think we actually saw it in one of our earlier classes. But I think this one is pretty good. Okay. Okay, so we want to prove that. Also wir möchten das jetzt hier beweisen. Es gibt 6 englische Wörter, aber nur 4 griechische Wörter. So I'd go to someone. Give me the numbers.
The first four numbers. G, Shout 'em out. G, Eight, eight. So they're the four. The problem that I might not be able to do it in class because I have to map it out to take the time is if I go to a Greek one now, I can check if it says if it is only 4 words because it would be the Greek Bible. you mean, therefore, you would need an interlinear Bible. I can do it another way. I don't need an interlinear. I can go to a Greek Bible that has Strong's numbers attached to it. So I can do Uh-huh. it that way. I don't have to go to an interlinear Uh-huh. because I don't have an interlinear. So I can go to it's eSword has it. It's the one I've got is the Greek New Testament Textus Receptus with Strong's numbers. So it's a downloadable free Bible. So if I press that, the problem is it might not have all the sequencing correct. So it might be out of order. So that's the problem that I'm going to face. So I've got 4328, 2532, 4692, and then 3588. So it's in exactly the same order. And there's only 4 Greek words. So I know that in the King James, they didn't cut out any Greek words. There are only 4 that did those 6 words, and it's in the same order. Also ich weiß jetzt, dass wir hier 6, dass es im Englischen passt, von der Anzahl der Wörter her. Es wurde nichts ausgelassen. So hopefully that makes sense. Ich hoffe, dass das jetzt hier Sinn macht. Who does it not make sense to? Für wen macht das jetzt hier keinen Sinn? First one to put the hands up. I'll repeat it. Sister Sue Ellen? Make sense? Okay. Macht das Sinn für dich, Sue Ellen? All you need to do is, Alles, was du machen I musst. don't know if my sword has that module. Ich weiß nicht, ob eSword dieses me Modell check. jetzt hier hat. It might have. I might have got it. I'm not sure. I don't use my sword that often. No, I haven't. I have not downloaded any Greek or Hebrew Bibles, so I don't know if it's on my sword. I have it, but only. I'm just downloading the Greek New Testament Textus Receptus with strong numbers. Has to have strong numbers, yes. Yeah, it just did. And now what do you want to know? So I'm saying, when I did it, it seems to be the Greek seems to be in the same order. So if I start counting, it starts off with 4328, Yeah, 2532, yeah, 4692, yeah, 3588. yeah. And then there's always a V, PAP, APM, CO, Yeah. and J behind that. What is that? All of those things, the V means verb, Okay. and then the other ones mean if it's like a present participle, and it's just grammar. It just tells you the grammar of that word, what kind of word. If it's masculine or feminine, it gives you information about that. So N would be noun, V would be verb, etc. And T. I'm not an expert on all of those what those letters are. You could find them if you did a bit of digging. It's all about, I think the technical word is parsing. It's all about the grammar of Greek. It tells you what that is. But the Hebrew, it doesn't give you that information, although it's a Hebrew scholar would know all of that, but for some reason they don't put it in all of these Bibles. Okay. Okay, so all I'm saying is it is 4 Greek words. Also alles, was ich sage, ist, es gibt hier im Griechischen nur 4 Verse. Das kann man, I'm just trying to summarize it in German. Das kann man rausfinden, wenn man im eSword eine Bibel herunterlädt, die das griechische Neue Testament ist, es ist auf Englisch, aber die Strongs-Nummern noch beinhaltet. Now, word number 1, 4328. Wort 1 ist G 4328. Thayers says, definition 1, Das sagt Thayers, Definition 1. to expect. Man kann erwarten oder erwarten. You can expect something in 2 ways. Du kannst auf 2 Arten erwarten. You look forward to it or you're scared of it.
Du erwartest etwas in Hoffnung oder du hast vor etwas Angst. Just taking that straight from Thayer's. Das habe ich so direkt von Thayers. If you're following along, hopefully you see I haven't changed anything. Wenn ihr mir hier folgen könnt, dann hoffe ich, dass ihr mir folgt, dass ich nichts verändert habe. Second definition, Die zweite, to look for something or to wait for something in expectation. die zweite Erwartung, zweite Definition wäre, auf etwas zu warten. Ja, They can do that in one word. das können Sie alles in einem Wort beschreiben, also im Griechischen. The English took 2 words to do that. Das Englische braucht hier 2 Wörter. I'm looking forward to meeting you. Ich warte darauf, dich zu treffen, oder ich freue mich darauf, dich zu treffen. So the words that I would say are the equivalent would mean looking forward. I'm looking forward. Ja. It says looking for Also here. in Erwartung von oder entgegensehen wäre, dass ich, ja, That means das bedeutet, I'm expecting to see you. I'm hoping that I will see you. ich erwarte dich zu sehen, oder, it's basically the same in German, oder Yeah. ich hoffe dich zu sehen. I'm waiting for that time. Ich warte darauf, auf diese Zeit. So in the English, you have to have those 2 words, looking for. Im Englischen brauchst du hier diese 2 Wörter, looking for. I can't say looking Ich kann nicht nur sagen, schauen, and I can't say for. und ich kann hier nicht nur looking oder nur forward sehen, ich brauche beides. And the other thing, because this is King James, Das hier ist die King James this Bibel. does not mean I'm looking for something. Das bedeutet jetzt hier nicht, dass ich nach etwas suche. The word for means what? Was bedeutet jetzt hier dieses Wort for im Englischen? Forward. Das bedeutet forward, also It means die I'm looking. Zukunft. We would say today, I'm looking forward to seeing you. Das bedeutet, ich warte auf dich, oder ich. That's so hard to translate that. In Erwartung von I dich zu wouldn't. sehen. I wouldn't say, Ich würde nicht sagen, "Oh, I'm looking for you." ich suche dich. That wouldn't make sense. Das würde keinen Sinn machen. It's lunchtime soon. Bald ist Mittagszeit. What would we say? Was würden wir sagen? We're looking forward to lunch. Wir warten darauf, oder das Mittagessen einzunehmen. We don't say, Wir sagen nicht, "I'm looking for lunch." ich suche nach dem Mittagessen. Yeah. So this is part of the archaic nature of the King James. Das hier ist so ein bisschen diese Schwierigkeit mit der King James Bibel. Is all that okay? It means looking forward. It doesn't mean looking for something. Es bedeutet in Erwartung von und nicht, im Englischen ist das alles sehr nah beieinander, nicht ich suche. So you got an English phrase that was necessary for one Greek word. Du brauchst hier also eine englische Ausdrucksweise, das aus 2 Wörtern besteht, um ein griechisches Wort zu übersetzen. The next one we look at is unto. Das nächste Wort, das wir uns anschauen, ist Unto the coming. unto. Now, this one is a bit more nuanced. Das hier, das ist mehr, Nuance is more problematic, or? Subtle, Das hier ist etwas unterschwelliger, das Problem, because now it depends on what the word hasting means. weil jetzt kommt es nämlich darauf an, was dieses Wort hasting bedeutet oder beschleunigen bedeutet. So, when the King James translated put the word unto there, Als die englischen Übersetzer dieses Wort unto hier mit reingenommen haben, I'm saying they changed the meaning of that passage. das sage ich, sie haben diese Bedeutung dieses Verses verändert. Let me rephrase that in a different way. Lasst mich das mal anders nochmal ausdrücken. It makes the passage different to the marginal reading. Die Bedeutung des Verses wird im Vergleich oder ist im Vergleich zur Fußnotenlesung anders. If we were to take hasting Nehmen wir jetzt hier nur beschleunigen. to mean moving quickly, Und beschleunigen bedeutet jetzt, dass man sich schnell bewegt. if we said that, Das haben wir ja gesagt, dass es das ist. this would say, Dann würde das obere sagen, I'm moving quickly ich bewege mich schnell to zu the
dem event. Ereignis. Moving quickly Ich bewege mich schnell to the event, auf das Ende hin oder auf das Ereignis hin. which is what this is saying. Das sagt nämlich auch das hier im Deutschen. Moving quickly Du bewegst dich schnell to the event. zu dem Ereignis. If you can see it there. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. The marginal reading Die Lesung der Fußnote changes what is doing the moving. verändert nun, was hier die Bewegung ist. You're moving to the event, Du bewegst dich auf das Ereignis hin and this one, und hier bei der I'm going to have to Fußnote flip it round. The event is moving to you. da muss ich das so sagen, dass das Ereignis zu dir kommt. So the English Das Englische and the German are in agreement. stimmen hier, die englische Auslegung und die deutsche Auslegung stimmen hier überein. Based upon the translation that the two people in German gave us. Basierend auf der Übersetzung, die unsere zwei deutschsprachigen Leute hier gegeben haben. I'm sure their translation is correct because it agrees with the English. Und ich bin mir sicher, dass diese Übersetzung stimmt, weil sie mit dem Englischen Mr. übereinstimmt. Shemaine, you have a French version or not? Chimène, hast du eine französische Version? Same as theirs, Ist you have a marginal reading? ist genau wie im Deutschen. but you don't have it. So Nein. it's this, you run to the fixed event, Ist es hier so, dass du auf das feste Ereignis hinläufst? okay. We'll just finish off, hopefully. Hasting means what? Beschleunigen bedeutet jetzt was? 4692. Das ist G 4692. Strong's definition. Die Definition von Strongs To speed, zu beschleunigen. which is what haste means. Das bedeutet ja beschleunigen. In parentheses, it says to study. In Klammern heißt es hier studieren. We'll leave that. Das lassen wir jetzt mal so. Comma. That is to urge on. Komma, das ist urge on. To encourage. Also dich zu ermutigen. So what is getting encouraged? Was wird denn jetzt hier, To speed up. was wird denn jetzt hier ermutigt, dass man ja jemanden drängen oder dass man hier schneller wird? What needs to get speeded up? Was, You was muss denn hier schneller gemacht werden? Du or the event? oder das Ereignis? That's the question. Das ist hier die Frage. Next statement underneath that. Nächste Aussage darunter. By implication, Ja, are you there, Brother Jim? I'm in Strong's. And I read to speed, parenthesis, study, that is to urge on diligently or earnestly. And then it says by implication to also in der Schlussfolgerung eifrig oder erwartungsvoll warten. so who's waiting? Wer wartet jetzt? You or the event? Du oder das Ereignis? So you're waiting. Also du wartest. How are you waiting? Und wie wartest du? Eagerly. Erwartungsvoll. That means Das bedeutet, because if you go just the one before that, before the semicolon, wenn du das jetzt nun vergleichst mit dem, was hier vor dem Punktstrich steht, to speed, das bedeutet zu beschleunigen. that is to urge on. Das bedeutet, what was urge on again? What is urge on? Encourage. Zu ermutigen. Naja, aufdrängen. Then it says diligently or earnestly. Und dann heißt es ernsthaft oder gründlich. We go to Thayer's. Gehen wir zu Thayer. Definition 2. Die Definition 2 Do you have sagt Thayer's ja, there? ernsthaft zu erwarten. So who's desiring earnestly? Wer erwartet nun erwartungsvoll? We are. Wir. So when it says hasten
unto the coming, wenn es jetzt hier nur heißt, das Kommen zu beschleunigen, we're doing this. dann tun wir das. It's talking about us. Das spricht über uns. We know that because in the English it says Das- looking. Das wissen wir, weil es heißt looking oder schauen. Who's doing the looking? Wer schaut hier? We're looking forward. Also wir erwarten hier. So we need to look forward to something. Wir müssen hier auf etwas erwarten oder erwarten etwas. With what spirit, Sister Sue Ellen? Mit welchem Geist erwarten wir denn etwas? With earnestness. Wir eifrig oder eifernd oder ja. Earnestness means what? Was bedeutet das? If you were earnest, if you're looking forward to something Wenn du auf etwas and you were earnest, wartest und du dabei ernsthaft bist what inference would that give? oder innig, was gibt das für einen Eindruck? Wholeheartedly. Also ehrlich, dauerhaft. Look at Strong's definition. Schau dir die Definition von Strongs an. Speed. Es geht hier um Beschleunigen. Remember? Steady. you're looking forward, Du erwartest etwas and what do you want to happen? und was willst du denn, was geschieht? Good. Ich möchte, dass er früher kommt. She didn't hear you. Want it to come sooner. Ich möchte, dass er bälder kommt. So this is about us Das hier geht um uns. looking forward to the event Das geht hier um uns, die auf das Event oder das Ereignis warten. and we say, I wish, Und wir sagen, ich wünschte, wish what? I wish it would come sooner. ich wünschte, dass es früher kommen würde. Good. Is it going to come sooner? Wird es denn früher kommen? No, Nein. because one day Denn irgendein Tag, is like 1,000 years. ein Tag sind wie 1000 Jahre. God's timing is not our timing. Gottes Zeitsetzung ist nicht unsere So Zeitsetzung. this is not about changing dates. Hier geht es nicht darum, die Daten oder das Ereignis früher kommen zu lassen, It's about what? sondern Being excited aufgeregt zu sein or oder scared, either way, erfreut oder beängstigt about this event coming, über dieses kommende Ereignis, even though it's going to take a long time. obwohl es noch sehr lange dauern kann. So we're supposed to, I like this, the way we've got it here, we're supposed to run to the event. Also ich mag, wie es hier steht, wir sollten dem festen Ereignis entgegenrennen, Fast. entgegeneilen, und zwar entgegeneilen. We're supposed to run fast. Wir sollten schnell uns bewegen. The reason I like this, Der Grund, warum ich das mag, if you go to, I can't remember the name of the sermon, but it was by John Bunyan. ich kann mich nicht mehr an die Name der Predigt erinnern, aber sie ist von John Bunyan. He had a really nice sermon, Und er hat eine gute Predigt gehalten and he gave this imagery. und er hat folgendes Bild vermittelt. He says, the way many Christians go to heaven Die Art, wie viele Christen zum Himmel gehen, is that they crawl on all fours. ist, dass sie sich auf allen Vieren fortbewegen. And he says, at that speed, Und er sagte, mit dieser Geschwindigkeit what will happen? geschieht was? You'll never get there. Da sagt er, da kommst du nie an. It's so slow, you're never going to get there. Das Krabbeln ist so langsam, dass du nie ankommst. And he says we should run Und er sagt, wir sollten rennen, because we've got someone who's pursuing us. weil wir jemanden haben, der uns verfolgt. And he says we should run in fear Und er sagt, wir sollten in Furcht rennen oder furchtsam rennen. It's like if someone was pursuing you and you'd go to where? Where would you go to if someone was pursuing you? Wenn dich jemand verfolgt, wo gehst du denn da hin? Who knows their Old Testament organizational structure? Those cities? The cities of refuge. Good. Du gehst zu diesen Zufluchtsstätten im Alten Testament. That's exactly the model that he gives. Das ist genau dieses Bild, das er hier auch malt. If you really believe things, Wenn du wirklich an Dinge glaubst, you would run to that city. dann rennst du zu dieser Stadt. And that is exactly the model or the picture
that Peter is giving here. Und genau das ist auch das Bild, das Petrus uns hier gibt. We're supposed to be looking forward Wir sollen vorwärts schauen with anticipation, excitement, earnestness. mit der Ernsthaftigkeit, mit der Aufregung, ja, We wish it would be sooner, dass wir wünschen würden, dass es früher sein würde. but Aber God's purpose is Gottes Absichten, no haste and no delay. soweit Gottes Absichten kennen keine Beschleunigung und auch keine Verzögerung. Now, there are a lot of Christians around, Es gibt viele Christen um uns her and they've all got differing views. und sie haben alle unterschiedliche Ansichten. How do we know? Woher wissen wir das? We've got two of them here already, Wir haben ja schon 2 Ansichten hier and they're printed in your Bible. und die sind auch noch in deine Bibel geschrieben. So just flip a coin Jetzt kannst du einfach eine Münze werfen and go with which one you want to. und jetzt kannst du entscheiden, mit welcher Art des Lesens du arbeiten möchtest. The event is going to move, Bewegt sich das Ereignis or you're just going to change your attitude, oder veränderst du deine Haltung? which is the correct one. Was ist nun die richtige? I would ask a different question. What fits our rules? Good. That was my next question. Die nächste Frage wäre, Which one fits our rule? welche von beiden Auslegungen oder welches von beiden Verständnissen passt denn zu unseren Regeln? Are you asking me? Yes. I was asking you that. The Bible or the margin? Die Bibel oder die Catherine. Fußnote? The Bible. Die Bibelversion? Brother Jim? Jim? Ich würde auch sagen, die Bibel. I knew you were going to say that because my question was not easy. Meine Frage war nicht einfach. We've got two versions Wir haben 2 Auslegungen hier, because all people read differently. weil die Menschen unterschiedlich lesen. You run quicker, Du rennst schneller, you get more excited, du bist aufgeregter or oder God's going to change the time of the event. Gott wird die Zeit und das Ereignis verändern. The event comes earlier, Das Ereignis kommt früher or you get more excited. oder du bist mehr bei der Sache. Which one agrees with our model? Was passt mit unserem Modell überein? You're supposed to work harder the closer you get to the event, or you just say, I'll hang around and the event needs to come closer. Du sagst entweder, ich arbeite umso mehr, je näher ich dem Ereignis komme, oder du sagst, ich lasse mir gut gehen, das Ereignis soll zu mir kommen. Bible go on one of those. Oh, that's the question. Sister Catherine, Catherine. help us. Because, okay, so Ignore this, by the way. It's just this one. because it's saying the event is fixed. Es It's sagt ja, dass das Ereignis not feststeht. controlled by us. Es wird nicht von uns kontrolliert. Here it is. Das heißt, es wäre die Bibel und es würde mit Prophetie hier übereinstimmen. Is this mate? The Bible. Are you just saying that to fit in, or I just say my foot. good? Brother Jonathan, we're all saying it's this version. Depends if you want to end the class now or not. That's my answer. Yes, So you want to end it? So then I say it's the Bible. and I don't. If you don't want to end it, I just would say it's the margin, just to have a different opinion. At least you haven't carried on with my Adventist mind. We've moved on from there. We've got two different versions, Also wir haben 2 unterschiedliche Auslegungen hier and you can see we're all gravitating to this one. und wir sehen, dass wir alle hier mit der ersten Auslegung quasi schwanger gehen. And we did that, Das haben wir getan, nothing to do with any of this.
ohne dass wir unsere Regeln hier überhaupt Look at in the word Betracht gezogen haben. hasting. Schaut euch das Wort beschleunigen an. I'm going to give you a literal meaning of that word. Ich versuche euch jetzt eine buchstäbliche Bedeutung von diesem Wort zu geben. Being diligent. Ernsthaft zu sein. I'm going to say that's what that word means. Ich sage, oder fleißig, gewissenhaft, sorgfältig, das ist das, wie ich denke, was das Wort bedeutet. And the problem is, Das Problem, the way it's translated, die Art, wie es übersetzt ist, it's translated to say, hurry up. es ist in der Art übersetzt, wie es ist in der Art übersetzt im Sinne von beeil dich. And if I say hurry up, Und wenn ich sage beeil dich, there are two things that could hurry up. da gibt es zwei Dinge, die sich beeilen können. Me Ich or the event. oder das Ereignis. But the way hurry up, its connotation, Aber bei Connotation, its inference, sorry, Connotation. context, I don't know, context is not quite right. Die Quantifizierung, ich weiß nicht, ob das stimmt. That sounds problematic. It sounds dodgy. So the inference of hurry up to me sounds like we want the event to hurry up. That means make it come quicker. Okay, also der Rückschluss oder die Schlussfolgerung für Hurry Up, also beeil dich, hört sich für mich an, dass das Ereignis schnell, the event comes closer, dass das Ereignis schneller zu dir kommt. But if I had the definition to mean be diligent, Aber wenn ich jetzt hier diese Definition habe, sorgsamer oder fleißiger oder ja zu sein, you know that the event can't be diligent, it has to be us. da weißt du dann, das Ereignis kann nicht gewissenhaft fleißig oder sorgfältig sein, das muss sich auf uns What beziehen. we mustn't do Was wir nicht machen, was wir nicht tun dürfen, is look at this passage ist, dass wir uns diesen Abschnitt ansehen through the eyes of this definition. Wir dürfen uns diesen Abschnitt nicht mit der Brille von diesen Definitionen hier It's wrong to do anschauen. that, Das ist falsch, das zu tun. because if you did that, Denn you wenn du end das up tust, reinforcing your biases. dann, wenn du das nämlich tust, dann tust du deine vorgefasste Meinung wieder nur verstärken. And it's sorry? Bias, your prejudices. Deine Vorurteile. I'm already prejudiced with this definition. Ich habe bereits eine vorgefasste Meinung durch diese Definition hier. I can't say, well, I'm going to go for the Bible because it matches my preference, my bias. Ich kann hier nicht an die Bibel herangehen und sagen, oh, die erste Art des Lesens passt meinem Vorurteil. We've got to take the passage for how it reads. Wir müssen den Bibelvers nehmen, so wie er gelesen wird oder wie er sich auslegt. And so when it says in the Bible, hasting unto the coming, Wenn es nun heißt in der Bibel, zu dem Ereignis hineilen oder ihm entgegeneilen, it means you need to hurry to the event. dann bedeutet es, dass du dem Ereignis entgegeneilen musst. But the word hasting means to be diligent. Das Wort entgegeneilen bedeutet jetzt aber sorgsam, fleißig oder gewissenhaft zu We sein. did that going to Strong's and Thayer's. Das haben wir herausgefunden, indem wir zu Strongs und Thayers gegangen sind. So I'm sure that this is the correct understanding of the verse. Und somit bin ich mir sicher, dass diese erste Zeile hier das richtige Verständnis des Verses ist. The verse is not teaching that the event moves closer. The verse is teaching that you get in line with the event. Der Vers sagt nicht, dass das Ereignis zu dir schneller kommt, sondern dass du dich quasi hinter dem Ereignis einreißt. Oder And Ja. on top of that, I'm saying that's in agreement with the context of the passage itself. Und noch dazu hinzugefügt zu sagen ist, ich sage, dass das auch noch zu dem Kontext von dem ganzen Vers passt, Which is this: welcher folgender ist. don't get discouraged
lasst euch nicht entmutigen, because things are taking longer than you thought. weil Dinge länger brauchen, wie ihr geglaubt habt. You cannot get into the mind of God with respect to timing. Du kannst nicht den Verstand Gottes verstehen in Bezug auf Zeit. He doesn't see time the way you see it. Er sieht die Zeit nicht so, wie du sie siehst. And more than that, Noch mehr. he won't change the time just to please you. Er wird die Zeit nicht ändern, nur um dir einen Gefallen zu tun. So what we're supposed to do Was wir tun sollen, is to look forward ist, dass wir in Erwartung sein sollen, without fainting, ohne dabei zu kollabieren, without becoming tired. ohne müde dabei zu werden. That's what that hasting is, that Das- earnestness. Das bedeutet dieses Hasting, das ist diese Sorgsam oder Gewissenhaftigkeit. So I'm saying, however you approach this passage, whether it's the context, whether it's the word, whether it's the sentence, it always comes to the same answer. Egal wie du an diese Texte rangehst, ob bezogen auf das Wort, den Kontext, es kommt immer wieder zur gleichen Schlussfolgerung. It's about us, Es geht um uns not the event. und nicht das Ereignis. This is Kathy. Kathy? Verse 14, Ich wollte sagen, dass in Vers 14, we're told to be diligent. da heißt es, dass wir eifrig sein sollen. And that Greek word Und dieses griechische Wort says to use speed, to make effort, to be earnest. bedeutet, zu beschleunigen, sorgsam zu sein, ernsthaft zu sein. Nice. Yeah. Good. So that's repeat and enlarge. Das ist also eine Wiederholung und Erweiterung. Other kind of slang, idiom type things, if that would be how you describe it. One is, we would say, get with it, or get up to speed. So that might not translate well. So we'll just do it in English. Get with it, get up to speed. It's just English idioms which mean this concept of earnestness. So it won't translate. It's just an English cliche Problem. phrase. Yeah. Okay, so we're left with the pregnant thought. Also wir sind jetzt hier mit dem Gedanken schwanger gegangen. What do we do with Ellen White? Was machen wir jetzt mit Ellen White? How do we deal with her? Wie gehen wir jetzt mit ihr um? Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We pray that you would guide and direct us. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und bitten dich, dass du uns führst und leitest. Help us, Lord, to study unshackled, Hilf uns, dass wir ungetrübt studieren, to be honest and diligent, dass wir ernsthaft sind und ehrlich uns gegenüber, to have intellectual integrity. dass wir die intellektuelle Sorgfalt walten lassen. Help us, Father, to continue to check ourselves and to check one another, Hilf uns, dass wir uns selbst überprüfen und auch andere prüfen, lest we introduce biases into our studies. dass keine vorgefertigten oder Vorurteile in unseren Studien Eingang finden. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.